Habt ihr schon gehört? Am 25.06. gibt es eine Premiere bei Disney+. Die geheime Benedikt-Gesellschaft. Nach dem berühmten Kinderbuch von Trenton Lee Stewart. Der Film handelt von 4 Waisenkindern, die von einem exzentrischen Wohltäter für eine geheime Mission angeworben werden. Sie werden undercover in einem Internat untergebracht und müssen ein nahendes Unglück vermeiden. Und als ich den Filmtitel Die geheime Benedikt-Verschwörung das erste Mal gehört habe, musste ich sofort an mein Lieblingsfrühstück denken. Eggs Benedict. Echt lecker. Freunde von mir essen Eggs Benedict auch sehr gerne, aber sie haben Angst davor, es selber zuzubereiten. Sie sagen, das ist eine richtige Materialschlacht, ich muss das Ganze im Wasserbad und dann weiß ich nicht, muss die Butter flüssig, muss sie fest, muss sie kalt, muss sie warm. Habt keine Angst davor. Es gibt einige Tricks und wie ihr Eggs Benedict einfach, schnell und lecker zubereiten könnt, das erfahrt ihr gleich. Die ganzen Töpfe habe ich zur Seite geräumt. Die brauchen wir heute nicht. Wir machen kein Wasserbad für die Hollandaise und wir machen auch keinen großen Topf mit Essig für die pochierten Eier. Ich zeige euch, wie ihr mit ganz wenigen Arbeitsmitteln und ein paar Tricks das gleiche Ergebnis erzielen könnt. Außerdem brauchen wir noch folgende Zutaten. Für 4 Portionen 4 Scheiben Bauernbrot dick geschnitten, 250 Gramm Butter, 4 Avocados, 11 Eier, Essig, Zitronensaft, Salz, Pfeffer und etwas Kresse. Ich bereite zunächst die Zutaten vor, denn nachher muss es ziemlich schnell gehen. Als erstes trenne ich die Eier. Dann brauchen wir noch den Saft einer halben Zitrone. Für die Avocado habe ich mir heute etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wir machen eine Avocado-Rose. Dafür teile ich die Avocado zunächst in 2 Hälften, löse dann den Kern heraus und löse dann das Fruchtfleisch aus der Schale. Dafür nehme ich einen Löffel, das geht relativ gut. Und die Avocado-Hälfte schneide ich jetzt in dünne Scheiben. Die Geschichte zur Herkunft der Eggs Benedict ist nicht ganz genau geklärt. Es gibt da 2 Versionen. Die erste besagt, dass der Chefkoch Charles Ganghofer die Eggs Benedict für den finanziellen Grand Benedict erfunden haben soll, der sich immer beschwert hat, dass es nichts Neues zum Frühstück gibt. Die zweite Version besagt, dass der Börsenmakler Lemuel Benedict die Eier im berühmten Waldorf Astoria Hotel in New York bestellt haben soll, als Katerfrühstück. Welche der beiden Geschichten wahr ist, kann man nicht genau sagen. Was man jedoch weiß, dass diese Eier 1894 in New York das erste Mal serviert worden sind. Und seitdem hat sich das Rezept immer weiterentwickelt. Es gibt zum Beispiel die Eggs Florentine mit Spinat und die Eggs Saat mit Artischockenböden. Dann schneide ich mir noch 4 schöne dicke Scheiben von unserem Bauernbrot ab. Weil ich große dicke Scheiben haben möchte, schneide ich das Brot zuerst in der Mitte durch. Für die Hollandaise, das habe ich ja gesagt, da verzichten wir auf das Wasserbad. Da habe ich einen Trick. Ich mache die Herdplatte ganz heiß, verquirle den Zitronensaft mit dem Eigelb, sodass alles schön schaumig ist. Und gebe dann nach und nach die Butter dazu.
Lass es leicht auf der Herdplatte anschmelzen. Dabei darauf achten, dass die Masse nicht zu heiß wird. Ideal sind 80 Grad, das heißt, die Masse sollte nicht wärmer als 80 Grad werden. Die Butter schmilzt schon bei ungefähr 60 Grad, also ihr habt da etwas Spielraum. Nehme den Topf immer wieder vom Herd, dass es nicht zu heiß wird, und gebe nach und nach die ganze Butter dazu. Eggs Benedict gibt es in fast allen Disney-Parks auf der ganzen Welt und auch auf Disney-Kreuzfahrtschiffen. Zum Beispiel im Disneyland Hotel Paris, in Anaheim, im Ale & Compass at Disney World, im Grand Floridian Resort und beim International Flower and Garden Festival in Epcot. Die Konsistenz ist schon 1A. Dann stelle ich die Soße jetzt noch etwas zur Seite und bereite die pochierten Eier zu. Für die pochierten Eier gebe ich Wasser und Essig in eine Tasse in einem Verhältnis von ungefähr 1:10. Schlage dann ein Ei in die Tasse und das Ganze kommt dann für ungefähr 1,5 Minuten in die Mikrowelle. Dabei sollte das Eiweiß gestockt und das Eigelb noch etwas flüssig sein. Und dann können wir auch schon mit dem Anrichten beginnen. Die Avocado-Rose habe ich schon auf den Teller gegeben. Jetzt noch eine Scheibe von dem leckeren Bauernbrot. Ich nehme immer lieber Bauernbrot, im Originalrezept werden Muffins verwendet. Das Brot bestreiche ich mit etwas Butter und gebe etwas Avocado darauf. Jetzt noch die pochierten Eier. Einen guten Schuss von der Sauce Hollandaise. Und zum Garnieren etwas Kresse. Und noch etwas Pfeffer und Salz. Und das war's auch schon. Voilà. Bon Appetit. Na, das ging doch heute wirklich mal super schnell. Ich freue mich schon auf meine Eggs Benedict. Und weil es so schnell ging, da will ich euch noch ein kleines Geheimnis verraten, was es im Disneyland gibt. Beim rechten Eingang, da wo auch die Gepäckaufbewahrung ist, da gibt es eine Tür, über der steht Salon Mickey. Das ist der ehemalige Aktionärsclub, da kommt man nur rein, wenn man so eine Karte besitzt. Aber ich nehme euch heute mal mit. Der Salon Mickey ist der ehemalige Aktionärsclub. Komm rein, hier entlang. Inzwischen hat die Walt Disney Company sämtliche Aktien übernommen und wir Kleinaktionäre wurden ausbezahlt. Aber als ehemaliger Aktionär bleiben vorerst die Annehmlichkeit des Clubs für uns erhalten. Zumindest bis ins Jahr 2027. Im Club wird man zwischen 9 und 12 Uhr mit einem kostenlosen Frühstück und Getränken verwöhnt. Das Interieur ist der Zeit Walt Disneys nachempfunden. Man fühlt sich fast wie bei ihm zu Hause. An den Wänden hängen Bilder aus Walts Leben. Auf diesem Foto gratuliert Shirley Temple Walt Disney zu seinem Oscar für seinen Film Schneewittchen und die 7 Zwerge und überreicht ihm 7 kleine Oscar-Figuren. Hier sieht man Walt Disney und den Schauspieler Spencer Tracy an Bord der Queen Elizabeth, als die beiden Männer im Juli 1952 zusammen nach Europa fuhren. Auf diesem Foto ist Disney zusammen mit Präsident Eisenhower zu sehen. Obwohl Eisenhower Präsident war, als Disneyland 1955 eröffnet wurde, suchten er und seine Familie Disneyland erst in den 60er Jahren. Die
Dieses Foto zeigt Walt Disney zusammen mit Sophia Loren beim Kongressbankett. Disney wurde als Showman of the World geehrt, eine speziell für ihn erfundene Auszeichnung. Walts Rede in dieser Nacht war eine seiner letzten. Er starb 2 Monate später. Es gibt noch viele andere Bilder aus dem Leben von Walt, wie zum Beispiel Treffen mit berühmten Personen oder auch dieses tolle Gebäude hier. Da konnte ich leider nichts Näheres dazu herausfinden. Wenn du weißt, was auf den Fotos genau zu sehen ist, schreib es mir in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Auf dem Kamin befindet sich eine Büste von Walt Disney, die von einem Castmember handgeschnitzt wurde, der sie dem Ressort gespendet hat. Je nachdem, wann man in den Club geht, kann es schon mal ganz schön voll werden. Wie der ganze Park auch, ist der Club zu Weihnachten sehr liebevoll dekoriert. Mit meiner Mitgliedskarte darf ich übrigens noch 4 Freunde mit in den Club nehmen. Also wenn du mal Lust hast und es zeitlich bei uns beiden passt, nehme ich dich gerne mal mit. Und nicht vergessen, wenn es dir gefallen hat, gib mir ein Like, abonniere meinen Kanal und drück die Glocke. Bis bald, dein Christian.